Schönen guten Tag, Herr von Mörl. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview nehmen. Können Sie uns erzählen, Ihre frühesten Erinnerungen an handwerkliche Tätigkeiten? Guten Morgen. Danke vielmals, dass Sie auch zu uns gekommen sind, heute hier zu sein. Es freut mich sehr. Sehr gerne sage ich Ihnen alles dazu. So wie es in vielen Familienbetrieben oft spannend ist, beginnt auch bei mir der erste Kontakt mit dem Handwerk im kleinsten Kindesalter. Wenn wir unsere Eltern besucht haben oder nach der Schule kurz Hallo sagen kamen, war das immer im Betriebsgebäude. Oder man hat etwas abgeholt oder vorbeigebracht und hat dann immer die Maschinen gesehen. Man hat nicht mitgearbeitet, man hat einfach das Handwerk leben sehen. Man hat gelernt, sauber zu sein, wieso etwas in einem Produktionsablauf zu sehen und hat aber auch dadurch, wie es halt in meinem Fall dann auch war, als kleines Kind gibt es nichts Spannenderes als eine Baustelle. Große Maschinen. Und das Gleiche war dann auch bei uns. Als kleines Kind vor einer großen Druckmaschine stehen, das ist imposant, das ist spannend, das hat Reiz. Und man hat dann einfach so langsam immer im Hinterkopf diese Freude am Handwerk dadurch auch erlebt, dass einfach bewegende Teile, Maschinen, nachgehen den Arbeiten, genau sein, es hatte seinen Reiz. Und wie verlief Ihre Ausbildung? Ich habe nach der Mittelschule ein humanistisches Gymnasium besucht und Lyzeum mit Maturaabschluss, war da eher auf naturwissenschaftlichen Fächern ausgerichtet und habe ein bisschen die Technik vermisst. Es hat mir zwar sehr gut gefallen, aber das Handwerkliche als solche war immer so eine kleine Liebe. Auch jede freie Minute, sobald ich alt genug war, im Sommer als Ferialpraktikant zu arbeiten und auch sonst, war es immer meine große Freude, Hand anzulegen, mit meinen Händen zu arbeiten, sei es eine Handarbeit selbst, sei es auch an Maschinen. Und habe dann eigentlich, nach der Matura war es eigentlich schon sehr klar, dass ich in die Fußstapfen meines Vaters, Großvaters, Onkel und aller anderen Verwandten treten werde und nach Wien an die höhere grafische Bundeslehr- und Versuchsanstalt ins Kolleg gehe, eine Ingenieursausbildung zu machen für Druck- und Medientechnik. Ich war dann die 4. Generation in der Schule und das ohne Unterbrechung, eigentlich seit der Gründung der Schule, war immer ein Mörl oder ein Weger in Wien. Auch das für mich ein kleiner Akt des Stolzes und der Tradition, wo man einfach gesehen hat, man hat Freude am Handwerk und es geht immer was weiter. Und so nach diesem Studium habe ich dann noch Wirtschaftswissenschaften in Innsbruck studiert. Hier habe ich nach dem Baccalaureat beendet. Das hat einen Grund, dass ich gesagt habe, ich habe die technische Schiene gelernt, ich habe dann die wirtschaftliche Schiene dazu und ich hatte, das kann man mit ein bisschen ein Augenzwinkern sagen, etwas Glück gehabt mit meinem Studium in Innsbruck, dass ich es fähig war, meine Vorlesungen entweder auf Anfang der Woche oder auf Ende der Woche zu setzen und dadurch motiviert, wie ich war und Freude, wie ich hatte, die restliche Woche gearbeitet habe, bereits bei uns im Betrieb. Toll. Was fasziniert Sie besonders an Ihrem Handwerk? Das, was mir besonders gut an unserem Handwerk gefällt, ist ganz eine tolle Sache. Die haben eigentlich, im Handwerk ist das durch die Branchen zu erkennen. Man hat seine Prozessabläufe, die Techniken, die Produkte, aber dadurch, dass man mit einem lebenden Werkstoff arbeitet, Papier, das aus Holz hergestellt wird, das Lignin wird entfernt und Zellstoff übrig bleibt. Die Faser arbeitet, wie jeder Holzbalken oder wie jede Pflanze, wie bei jedem Gärtner. Es verändert sich, die Produktion ist nie stabil. Jeder Auftrag, und sollte er noch so gleich sein, muss eigen betrachtet werden, hat seine eigenen Herausforderungen. Heute ist die Luftfeuchtigkeit 10% anders. Die Temperatur schwankt, das Material kommt just in time, wie man so schön sagt, und ist noch etwas kalt vom LKW und etwas zu trocken, verhält sich dadurch im Druck anders. Das heißt, man hat zwar sein Handwerk gelernt und arbeitet immer nach Standard oder nach Prozess ab, aber muss immer aufmerksam bleiben. Während der Produktion kann sich alles ändern. Und um Fehler zu vermeiden, muss man konzentriert bleiben
und sein handwerkliches Geschick und seine Erfahrung bei jedem Auftrag beweisen. Und das ist das, was mir so gut gefällt, dass ich 10 Stunden an einem Auftrag arbeiten kann und 10 Stunden sind unterschiedlich. Wie wichtig ist der persönliche Kontakt zu Ihren Kunden und wie trägt Ihre Arbeit zur Bewahrung lokaler Traditionen bei? Der Kontakt zu Kunden ist etwas Tolles für mich. Es ist immer mit zwei Gesichtern zu betrachten. Auf der einen Seite gibt es natürlich die schönen Momente und dann die etwas weniger schönen Momente. Ich habe sehr gerne Beratung. Es gefällt mir sehr gut, wenn Kunden Ideen haben, die wir dann gemeinsam verwirklichen können. Wir suchen dann die richtigen Materialien aus, machen Tests, machen Vorschläge, Angebote dazu. Das ist immer sehr erfüllend und schön, weil man wirklich seine Erfahrung nutzen kann und dem Kunden dadurch ein optimales Produkt bieten kann. Ab und zu ist es etwas anstrengender, wenn man merkt, man trifft nicht so ganz die Zufriedenheit oder man erwartet sich was anderes. Man muss Probleme lösen. Es gibt immer wieder Situationen, wo die Termine etwas knapp gesetzt sind, dadurch gewisse Techniken nicht möglich sind. Der Kunde es aber gerne hätte und das sind so immer, vor allem auch als Inhaber und als Handwerker, die Momente, wo man etwas leidet, weil man möchte ja ein tolles Produkt machen, aber weiß genau, die Zeit reicht oft nicht. Und hier kommt eben wieder das was mir persönlich so gut am Handwerk gefällt, diese Erfahrung, die man mitbringt irgendwann und sagt, was können wir machen? Wir schaffen nicht das, was 100% ist. Welche Lösung können wir mit diesem Kunden finden, dass er aber dennoch ein tolles Produkt erhält, das allen seinen Erwartungen entspricht und zeitlich möglich ist, ohne 25 Stunden am Tag hier sein zu müssen. Die zweite Teilfrage, die Tradition, wie es dazu beiträgt, dadurch, dass wir ein Nahversorger sind in diesem Moment, heißt der Betrieb im Ort, in der Nachbarschaft bestellt was und ich liefere ihm das mit 10 Kilometer Distanz, sind wir nicht nur sehr schnell mit Auslieferungen, sondern eben auch beratungsmäßig toll, weil jeder Kunde kann innerhalb von ein paar Minuten zu uns auch kommen, wenn er Fragen hat. Und die Tradition ist hier auch etwas, was vielleicht gerade bei uns Druckern sehr stark im Hintergrund ist, was viele Leute nicht mehr wissen. Wir sind ja ein sehr, sehr altes Handwerk. Gelten noch nach wie vor als Kunsthandwerk, da ja, wie wir ja vorgesagt haben, jeder Auftrag anders ist, die Faser sich verändert. Nicht umsonst der klassische Gruß der Drucker, Gott grüßt die Kunst, das ist der alte Buchdruckergruß. Und da ist es eben ein bisschen schwierig, diesen Traditionsgedanken wachzuhalten, da er sehr stark durch die Digitalisierung in den Hintergrund gerückt ist. Tradition würde ich deswegen sagen, wir sind hier, würde ich weniger sagen, Tradition als etwas, was man in der Öffentlichkeit wahrnimmt, als vielmehr wir sind zusammen mit Archiven und Historikern auch ein Teil Wahrung der Geschichte, da wir das Wissen verewigen auf Papier. Was heutzutage im digital geschieht, haben wir über hunderte von Jahren so archiviert. Was sind die größten Herausforderungen in Ihrem Beruf? Große Herausforderungen haben wir derzeit wie viele andere auch in der Mitarbeitersuche. Das Handwerk als solche hat ja in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren stark an Ansehen verloren. Jeder wollte studieren gehen, ist ja eine tolle Sache. Ich war auch studieren und kann es empfehlen, es war eine tolle Erfahrung. Und hier haben wir die größten Probleme. Wir als kleiner Familienbetrieb hatten großes Glück, dass wir immer Lehrlinge gefunden haben, immer ausgebildet haben und im Betrieb behalten konnten. Aktuell Mitarbeitersuche ist sehr schwierig, da vor allem oft die Erfahrung fehlt oder überqualifizierte Personen sich melden. Das meine ich jetzt nicht negativ oder schlecht, aber natürlich, wenn sich ein Doktor der Physik meldet, ich stelle ihn natürlich an, natürlich biete ich ihm, aber ich habe halt nicht die Möglichkeiten, jetzt auf seinem Niveau zu arbeiten. Und das macht es oft ein bisschen schwierig.
Was betrachten Sie als Ihren größten beruflichen Erfolg? Der größte berufliche Erfolg ist ein laufender Prozess für mich, den ich jeden Tag aufs Neue sehe. Wenn ich in der Früh die Tür aufsperre und am Abend zusperre und weiß, ich bin in einem Familienbetrieb, den es nun seit über 450 Jahren gibt, der durch wirtschaftliche Schwierigkeiten und Höhen ging, durch Kriege, durch Krisen, durch Inflationen, durch Familienzusammenschlüssen und Trennungen. Und wenn ich daran denke, dass ich heutzutage es noch geschafft habe, jetzt bin ich seit 15 Jahren im Betrieb und wir blühen und gedeihen wie in den Generationen davor, dies ist für mich die große Freude, zu wissen, ich habe nichts verkleinert, ich muss nicht unbedingt erweitern, wir haben eine schöne Größe und wenn ich auf die Bilanz und auf die Planung schaue, weiß ich, ich kann das noch ein bisschen verlängern und das ist meine große Freude. Zum Abschluss noch ein Blick in die Zukunft. Was möchten Sie an die nächste Generation weitergeben und welchen Rat würden Sie jungen Menschen geben, die sich für ihr Handwerk interessieren? Das Handwerk, man sagt ja nicht umsonst, Handwerk hat goldenen Boden und es zeigt sich jetzt mehr denn je, wenn jemand eine Handwerksausbildung hat oder auch nicht, aber junge, motivierte Menschen, die sich gerne beweisen möchten, die gerne zeigen möchten, was sie können und auch vor allem das Ergebnis täglich sehen möchten, wenn sie durch die Straßen gehen und Plakate sehen oder Tischler sehen die Möbel in den Geschäften, Maurer sehen Gebäude, die sie noch gebaut haben. Diese Freude, das ist das Schöne am Handwerk. Und was ich jetzt jungen Menschen auf den Weg geben möchte, ist genau das. Sucht immer etwas, das euch befriedigt, das euch Freude macht. Jeder hat Montagmorgen, aber Montagmorgen muss nichts Schlechtes sein. Man muss etwas finden, das einen Freude macht, in dem man sich verwirklichen kann, in dem man sich beweisen kann. Für manche ist das Forschung, für manche ist es Handwerk, für manche ist es Sport und das ist alles in Ordnung. Handwerk wird große Zukunft haben, vor allem auch in ländlichen Regionen wie in Südtirol. Uns wird es noch in hunderte Jahre geben, Handwerker, und Handwerk hat goldenen Boden und kann man sich auch verwirklichen. Ich möchte eben den jungen Menschen mit auf den Weg geben, dass alle Wege, die man einschlagen kann zu Erfolg führen. Und es muss nichts Schlechtes sein, eine Lehre zu machen und auf Studienerfahrungen zum Beispiel zu verzichten. Die kann man mit einer Berufsmatura auch nachholen. Das Schöne ist, und das sehen wir bei unseren Mitarbeitern, dieses tägliche sich beweisen, komplizierte Arbeiten, problematische Materialien. Und am Ende des Tages sagt man, und wie sieht's aus? Und die Antwort ist immer, ja, hat funktioniert. Aber nicht, weil die Maschinen so gut sind, sondern weil auch die Menschen dahinter sind. Und diese Freude, etwas selber geschaffen zu haben, ist das Schöne. Und vor allem in familiären Betrieben, ich möchte hier natürlich keine Konkurrenz erzeugen oder ihr jemanden gut oder schlecht reden, aber ich als Matthias, wenn ich noch einmal die Wahl hätte und wäre nicht Inhaber, ich würde unbedingt ein Handwerk einschlagen, weil einfach je kleiner der Betrieb oder diese familiären Situationen machen das Leben schön. Man kann sich selbst verwirklichen und man weiß, man muss nicht durch zig Instanzen laufen, wenn ich einen Arzttermin brauche. Es reicht am Tag davor ab und zu sagen, ich komme morgen eine Stunde später und man weiß genau, man hält zusammen, man ist eine kleine Familie und weiß, das geht in Ordnung. Und diese Flexibilität im Leben zu haben, ist für mich ein kleines Stück Freiheit. Dankeschön, vielen Dank.